Herzlich willkommen im Belvedere. Die österreichische Galerie kommt zu Ihnen mit sehr berühmten Werken, mit vielleicht noch unentdeckten, Bizimelien jedenfalls aus den Sammlungen unserer Häuser, die jedes Jahr Hunderttausende Menschen in ihren Bann ziehen. Die sogenannten Charakterköpfe von Franz Xaver Messerschmidt, eine Werkgruppe seines Spätwerks, die er eigentlich mit Köpfstücke oder aber Porträts bezeichnete, ganz lakonisch und bescheiden. In den 1770er Jahren entstanden, als sich Franz Xaver Messerschmidt in die völlige Einsamkeit zurückzieht, nach Bratislava, Pressburg, damals Hauptstadt Ungarns, wo einer seiner Onkel, die auch Künstler waren, lebte. Franz Xaver Messerschmidt beschäftigt sich in seinen letzten Jahren mit unglaublicher Konsequenz mit dem Phänomen der Kopfdarstellung und des Gesichtes. Köpfstücke, die Menschen dazu verleiten, mit ihnen nicht nur in Dialog zu treten, sondern sich von ihnen auch anstecken zu lassen, mit sonderbaren Grimassen und eigentümlichen Gesichtsverzerrungen wirken diese aus Alabaster, respektive heute auch in abgegossener Form in Bronze sich darstellenden Köpfe des Franz Xaver Messerschmidt mit einer ungeheuren Faszination auf uns. Und doch, eigentlich wissen wir so ungeheuer wenig über seine Idee, sein Herangehen und den Plan, den er hatte. Zumindest 100 solche Porträts, wie er sie auch bezeichnete, sollten es werden. Das wissen wir, weil sich Graf Lichtenstein damals schon dafür interessierte und dem Franz Xaver Messerschmidt, diesem dereinst Hofkünstler, Bildhauer, der für den Kaiserhof in der Residenzhauptstadt Wien tätig war, abkaufen wollte. Aber Franz Xaver Messerschmidt verweigert den Verkauf mit der Erklärung, er würde an einem sehr viel größeren Werkblock arbeiten. 69 dieser Köpfstücke waren es ursprünglich. Heute hat die österreichische Galerie Belvedere mit 16 dieser Originalköpfe die weltgrößte Sammlung an diesen herausragend faszinierenden und spannenden Skulpturen. Was wollte Franz Xaver Messerschmidt damit ausdrücken? Was wollte er erzählen? Nun, um ein bisschen verstehen zu können, wie dieser Künstler vorgeht und sich dieser Idee annähert, haben wir sehr, sehr wenig Quellen. Lediglich die Beschreibung eines Reiseschriftstellers, der diesen Franz Xaver Messerschmidt in Pressburg besucht und schildern wird, wie er vorgeht, indem er alle paar Sekunden in den Spiegel blickt, sein eigenes Antlitz in wilden Grimassierungen nutzend als Quelle und Urheber für seine Darstellungen und diese extremen Zuspitzungen, die psychiatrisch interessant sind und Generationen von Neurologen und Fachärzten dazu angestiftet haben, ihre wilden Vermutungen in die Welt zu posaunen. Was wurde diesem Franz Xaver Messerschmidt nicht alles unterstellt an psychiatrischen Erkrankungen? Nun, was wir tatsächlich wissen, ist, der hochsensible, in Wiesensteig im damaligen Bayern 1736 geborene Franz Xaver Messerschmidt macht eine ganz erstaunliche und steile Karriere. Er wird mit ersten Aufträgen bedacht. Lichtenstein lässt von ihm eine Büste der Herrscherin Maria Theresias, der Erzherzogin, fertigen, um sich bei ihr dafür zu bedanken, dass sie sich bei ihm bedankt hat, bei Lichtenstein, für seine Leistungen mit einem Dreiviertelstück, also einer Büste. Damit ist der Weg für eine Karriere geebnet. Franz Xaver Messerschmidt wird Akademielehrer werden, er wird vor allem aber Hofskulpteur, nachdem er sich verdingt hat als Gipsschneider im Zeughaus, also ziselierte plastische Ausformungen zur Schmückung der Waffen ursprünglich verantwortete. Franz Xaver Messerschmidt erhofft sich eine ordentliche Professur am Institut Akademie der Bildenden Künste. Er wird übergangen, diese wird ihm verweigert. Kaunitz, der Protektor,
dieses Instituts hat sich dagegen entschieden und ausgesprochen. Was steckt dahinter? Nun, möglicherweise tatsächlich eine psychische Disposition dieses besonders durchlässigen Charakters. Franz Xaver Messerschmitt wird als scheu, als durchlässig, als über die Maßen sensibel beschrieben. Mehr Informationen haben wir dazu nicht. Er ist so gekränkt, so beschämt und so fassungslos ob des Übergangenwerdens, dass er sich vollkommen zurückziehen wird und in Pressburg seinen Lebensabend verbringen wird, indem er angeblich auf der Straße wildfremde Passanten hinter Mauerkanten und Ecken hervorspringend mit einer nicht geladenen Faustfeuerwaffe bedroht, um ihr Entsetzen, ihre Physiognomien zu studieren und diese Eindrücke, sein eigenes Gesicht beobachtend, letztlich zu dieser rätselhaften, faszinierenden, sonderbaren Werkgruppe zu gießen. Wie wir heute aus der Neurologie wissen, so viele Muskelpartien können gleichzeitig in einem Gesicht gar nicht kontrahiert werden. Aber diese Köpfe erheben auch nicht den Anspruch, realistisch zu sein. Sie sind in gewisser Weise die gefrorene Idee der Auseinandersetzung mit dem Phänomen Kopf. Setzen Sie sich selbst diesem Faszinosum und der Aura des Originals aus. Wir freuen uns auf Sie im Belvedere.